die Alleinstellungsmerkmale unseres HAS-Systems bestehen im Wesentlichen darin, dass wir mit unserem System die Wärmepumpe und die bestehende Anlage in Reihe und auch parallel zugleich fahren können, dass wir keine elektrische Verbindung zwischen altem Kessel und neuem Kessel, beziehungsweise zwischen altem Kessel und neuer Wärmepumpe haben und dass unsere Kommunikation nicht elektrisch gemacht wird, sondern unsere Kommunikation geht über das Medium Wasser. Bedeutet also ganz klar, die Kommunikation geht nicht über ein Bussystem. Und das sind die wesentlichen Alleinstellungsmerkmale, die kein anderer Hersteller momentan in Deutschland hat. Also die ersten Vorteile sind die, dass wenn Sie einen Kessel haben, der zum Beispiel 10 Jahre alt ist und Sie möchten jetzt eine Wärmepumpe nachrüsten, dann geht es nur, wenn man erhebliche hydraulische, sowohl auch elektrische Veränderungen in der Heizungsanlage vornimmt. Dadurch entstehen natürlich erhebliche Mehrkosten, allein schon in der Materialbeschaffung oder in der Materialanschaffung und von den Montagezeiten schon mal ganz zu schweigen. Also wir brauchen zum Beispiel nur 2 Tage Montage und andere Systeme, die auf dem Markt bekannt sind, da müssen Sie mit 5 Arbeitstagen rechnen. Also mit unserem System kann ich Ihnen garantieren, dass er mehr wie ein sorgenfreies Leben mit seiner Heizungsanlage hat, weil wir das jetzt schon einhalten, was die Regierung dann fordert, nämlich 65% weniger CO2, dann ist unser System modular aufbaubar. Das heißt, die vorhandene Kesselanlage bleibt ja bestehen. Wir setzen jetzt eine Wärmepumpe nach, können dann in 2 Jahren eine PV-Anlage nachrüsten oder auch direkt. Würde der Kessel defekt gehen, tauschen wir den Kessel, wenn es eine Ölanlage wäre, vielleicht zu einem Gas-Brennwertgerät mit Flüssiggas aus oder machen wieder eine Ölanlage rein. Oder wir setzen einen Pufferspeicher mit Elektrostab, weil ja schon eine PV-Anlage da ist. Also die Möglichkeiten, die sind grenzenlos. Da könnten wir jetzt noch eine halbe Stunde drüber reden. Durch unser HHS-System bleibt der Kunde absolut flexibel. Er kann in jeder Situation eine neue Entscheidung treffen, die auf dieses System weiter aufbaubar ist und zukunftssicher auf jeden Fall, weil egal was jetzt noch für eine Energieform kommt, es kann alles mit eingebunden werden, weil dieses System hier ist nicht nur dafür gedacht, dass wir nur die Wärmepumpe einbauen, sondern wir können auch ganz viele andere noch, noch andere Energieträger einbauen, jetzt noch nicht auf dem Markt sind, zum Beispiel Wasserstoff. Einsparung in Kosten, sprich in Euro, da reden wir von 25 bis 50%, je nach Energiekosten, wie sie momentan auf dem Markt sind. Sprich, wie ist der Ölpreis, Gaspreis, Strompreis? Haben Sie eine PV-Anlage? Haben Sie keine PV-Anlage? Das sind so ein paar Faktoren, die da eine Rolle spielen und deswegen die Spanne zwischen 25 und 50%. Aber was viel, viel wichtiger ist, was momentan viele noch nicht auf dem Schirm haben, ist die CO2-Einsparung. Sprich, wie viel Öl oder Gas spare ich ein? Und da sind wir so circa bei 80% im Schnitt. Wir haben über 25 Anlagen laufen seit 4 Jahren. Also die erste ist vor 4 Jahren gebaut worden und die letzte Woche. Und da ist der Schnitt um 80%. Die schlechteste Anlage läuft mit 75% CO2-Einsparung, sprich weniger Öl oder Gas, und die beste 98. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die CO2-Steuer nach oben geht, dann können Sie sich schon ausrechnen,
dass dann die Ersparnis natürlich wieder höher wird, weil sie einfach weniger CO2 ausstoßen durch unsere Anlage. Das können Sie sich da auch schon vorstellen, wenn wir schon gute 3 Tage schneller fertig sind, weniger Komponenten brauchen, weil da bei unserem System fällt der Pufferspeicher schon mal komplett weg, äh, können Sie davon ausgehen, dass Sie mindestens 40 bis 50% Kosten in der Anschaffung einsparen. Bei 180 Quadratmeter wird er so 15 bis 17.000 Euro investieren müssen. Das hängt jetzt immer davon ab, welche Wärmepumpe er nimmt. Und an sich nur, es hängt nur ein bisschen von der Wärmepumpe ab. Die Technik bleibt die gleiche, unser HAS-System ist das gleiche. Ob ich jetzt eine Wärmepumpe von Elco nehme, ob ich eine von Fissmann nehme oder ob ich eine von einem anderen Hersteller nehme. Und da entscheiden sich an sich nur noch die Anschaffungspreise. Also momentan liegen wir zwischen 15.000 und 17.500 Euro, die der Kunde selber tragen muss. Absolut. Weil das System als solches wird mit der Wärmepumpe gefördert und ein Hydrauliksystem beziehungsweise ein Hybridsystem wird generell ja gefördert und wir rüsten ja nach. Wir machen nichts anderes wie alle andere Hersteller auch. Und wir arbeiten momentan mit der Firma Elco zusammen. Diese ist in der BAFA-Aufstellung gelistet, also somit auch förderfähig. Wir arbeiten mit der Firma Fissmann zusammen. Diese ist auch in der Liste, also auch BAFA förderfähig. Alle Wärmepumpenhersteller, die bei der BAFA gelistet sind, sind förderfähig und so ist es bei uns auch. Und jeder, der fachlich was versteht, weiß, dass man eine Bestandsimmobilie mit einer reinen Wärmepumpenanlage zwar beheizen kann, das ist die Frage nicht, aber die Kosten laufen weg. Warum fliegen den Kunden die Stromrechnungen um die Ohren, wenn sie in einer Bestandsimmobilie, wir sagen mal, eine vorhandene Öl- oder Gasanlage rausschmeißen und ersetzen die zu einer reinen Wärmepumpenanlage? A, muss die Wärmepumpenanlage wesentlich höher dimensioniert werden wie bei unserem Hybridsystem. Und dadurch, dass die Wärmepumpe höher dimensioniert werden muss, braucht sie schon mal mehr Strom. Und jetzt kommt der zweite wesentliche Faktor. Ab 0 Grad Außentemperatur wird die Wärmepumpe es je nach Minusgraden nicht schaffen. Dann kommt der Heizstab rein und laufen dann die Kosten weg. Das heißt, wenn ich 250 Tage mit der Wärmepumpe sehr gute Ergebnisse fahre und ich fahre 50 Tage weniger gute Ergebnisse, dann bleiben uns ja noch etwas über 60 Tage übrig vom Jahr. Und in diesen 60 Tagen muss ich dann so viel mit der Wärmepumpe heizen, dass ich mir die anderen Tage alle kaputt mache. Und dadurch ist das im Bestand so ohne weiteres nicht möglich, sondern nur mit Hybrid. Also ich kann jetzt hier natürlich nur von unserem Hybridsystem sprechen. Und bei unserem System, um Ihre Frage ganz klar zu beantworten, müssen Sie nichts ändern. Ja? Ich sage es also nochmal ganz deutlich, Sie müssen keine Dämmmaßnahmen durchführen, Sie müssen keine Fenster austauschen, Sie müssen keine Heizkörperflächen vergrößern, Sie brauchen keine Wärmepumpe, Sie brauchen keine Fußbodenheizung einzubauen. Ja? Also Sie brauchen an Ihrem Objekt nichts ändern. Sie lassen es genauso, wie Sie es die letzten 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre gehabt haben. Ich selber habe ein Objekt aus 1914 mit Einfachverglasung. Ja, das kann man sich gerne hier immer wieder angucken oder anschauen. Und wir heizen mit einer 13 kW Wärmepumpe. Wir haben unseren Ölverbrauch. Wir haben so circa 420 Quadratmeter Wohnfläche, die beheizt werden. Hier sind keine Räume unter 17 Grad.
Wir haben im Schnitt gebraucht 7.500 Liter Öl und sind jetzt noch so circa bei 1.200 Liter. Maximal je nach Winter 1.500 Liter. Energieeinsparung in Kosten 35 bis 40%. Ist er absolut. Er ist absolut für die Zukunft richtig aufgestellt, weil er kann seine Heizungsanlage, die ihm ja schon 20 Jahre lang zum Beispiel oder 10 Jahre oder 5 Jahre treue Dienste geleistet hat, die lassen wir ja mit unserem System einfach drin. Wir machen einfach unser HHS-System rein, schließen eine Wärmepumpe an und dann arbeiten beide Anlagen als Hybrid. Das heißt, wir machen aus einer monovalenten Heizungsanlage mit seinem liebgewonnenen alten Kessel eine Hybridanlage. Und jetzt kann er Jahre weiter heizen und kann dann je nach Umständen sagen, entweder Öl oder Strom oder beides oder in Reihe oder parallel oder in Reihe und in parallel. Möglichkeiten ohne Ende. Ich habe einen von der Industrie hier gehabt, von einem großen namhaften Unternehmen. Und dieser Ingenieur ist in der Wärmepumpentechnik seit 30 Jahren oder beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Wärmepumpentechnik. Und der hat mir genau die gleiche Frage gestellt, obwohl er aus der Industrie kommt, obwohl er Ingenieur ist und obwohl er die Ingenieure auch, ich sag mal, damit beauftragt hat, zu sagen, wir brauchen ein einfaches Anbindungssystem. Und der fragte mich genau dieselbe Frage: Herr Brecklinghaus, warum kommen Sie da drauf und nicht wir? Und da habe ich ihm ganz einfach geantwortet, weil ich jeden Tag im Heizungskeller bin. Und eure Leute sind jeden Tag in der Firma, sprich in der Fabrik, im Labor. Und es ist immer wieder das Gleiche. Das stellen wir immer wieder fest und das wissen Sie als Endverbraucher auch. Manche Sachen sind so schwierig zu bewegen, dann fragt man sich, wer hat sich da Gedanken gemacht? Und das habe ich ihm gesagt. Ich bin jeden Tag im Heizungskeller und habe mir dann die Gedanken gemacht, wie ist es umsetzbar, dass es für uns einfacher ist. Und wenn ein Ingenieur es draußen nicht ausprobiert, dann weiß er doch gar nicht, was er ausprobieren soll. Und damit hängt es zusammen. Ganz einfach. Das ist 50% auf dem Papier erarbeiten. Die anderen 50%, die müssen Sie austesten. Anders geht's nicht. Man kann nicht alles zeichnen und rechnen. Das kälteste Wasser, was Sie bekommen, ist das Rücklaufwasser aus den Heizkörpern. Dieses Rücklaufwasser leiten wir in die HHS-Box. Von der HHS-Box leiten wir es in die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe heizt es dann so auf, wie es der Außenfühler vorgibt. Ein Beispiel: Wir benötigen je nach Außentemperatur, die gemessen wird, 45 Grad Vorlauftemperatur. Dann kommen 38 Grad von den Heizkörpern zurück, die wir ja durch die HHS-Box schicken, von da aus in die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe heizt diese 38 Grad auf 45 Grad auf. Von da aus schicken wir es wieder in die HHS-Box. Von der Box schicken wir es in den Heizkessel. Der Heizkessel hat auch einen Außenfühler und einen Kesselfühler. Der möchte ja auch diese 45 Grad aufheizen, bekommt aber schon die 45 Grad von der Wärmepumpe über das Anbindungssystem. Somit muss der Kessel nicht mehr heizen und wir schicken dann diese 45 Grad über den Kessel zur HHS-Box und von der HHS-Box gehen sie dann in den Heizkreislauf, Heizkörper oder Fußbodenheizung. Und so wiederholt sich das Ganze den ganzen Tag durch. Das nächste Thema ist, wie machen wir jetzt Warmwasser? So. Und hier war an sich nur die Schwierigkeit, dass wir Warmwasser auch über die Wärmepumpe machen wollen und nicht über die Heizkörper. Das hätte man ja machen können. Aber wir möchten ja so viel wie möglich
Energiesparen, sprich CO2-Ausstoß. Fossile Brennstoffe möchten wir weniger benutzen, so wenig wie möglich. Und deswegen machen wir Warmwasser über die Wärmepumpe wie folgt. Wir müssen erstmal den vorhandenen Warmwasserspeicher mit einem zweiten Fühler ausstatten. Diesen haben wir im oberen Drittel montiert mit Hilfe eines T-Stücks und einer Tauchhülse. Und somit hat jetzt jeder herkömmliche Warmwasserspeicher zwei Fühler. Einen Fühler TB1 im unteren Drittel und einen Fühler TB2 im oberen Drittel. Der Fühler TB1 unten ist auf der Wärmepumpensteuerung angeschlossen und der Fühler TB2 ist da angeschlossen, wo er schon immer angeschlossen war, die letzten Jahre, bei der vorhandenen Heizungsanlage. Wenn wir jetzt Wasser zapfen, hat der untere Fühler bekommt als erstes das Signal, mir ist zu kalt. Jetzt geht die Speicherladepumpe an, dann geht die Wärmepumpe an. Die Wärmepumpe produziert Wärme, was über die Umschaltbox in den Kessel direkt reingeleitet wird, sprich in den Öl- oder Gaskessel. Von da aus geht es, wie das auch die ganzen Jahre zuvor war, weil wir da an der Hydraulik nichts ändern, in den Warmwasserspeicher. Dementsprechend wieder zurück zum Kessel, vom Kessel aus über die Hydraulikbox und von der Hydraulikbox direkt wieder zur Wärmepumpe. Und so ist der ganze Kreislauf dann und das Warmwasser wird so lange warm gemacht, bis der untere Fühler sagt, mir ist zu warm. Und dann, wenn ihm zu warm ist oder heiß genug, die Temperaturen sind erreicht, die ich eingestellt habe, schaltet das ganze System wieder um auf Heizbetrieb. Wenn Sie jetzt mehr Wasser zapfen, weil Sie 5 Duschvorgänge hintereinander haben, die ganze Familie ist da und Sie brauchen mehr Wasser wie sonst, dann wird wieder der untere Fühler als erstes feststellen, mir ist zu kalt. Der Mechanismus läuft wie eben erklärt. Und jetzt kommt irgendwann der obere Fühler, der TB2, und der sagt dann auch, mir ist zu kalt. Und jetzt passiert nichts anderes, wie das, was in den letzten 20 Jahren auch schon passiert ist bei der bestehenden Anlage. Der Gas- oder Ölkessel läuft an und unterstützt die Wärmepumpe. So, und somit haben wir eine höhere Leistung, nämlich die Leistung von der Wärmepumpe und die Leistung von dem vorhandenen Öl- oder Gaskessel. Und somit kriegen wir schneller warm Wasser aufgeheizt. Jetzt wird der obere Fühler, wie Sie schon mitbekommen haben, als letztes aktiviert, weil ich ja so viel und so lange wie möglich Öl oder Gas sparen möchte. Wenn jetzt der Duschvorgang zu Ende ist oder was auch immer Sie am Warmwasser gezapft haben, Sie zapfen kein Warmwasser mehr, jetzt wird der obere Fühler als erstes merken, mir ist warm genug. Und dann geht als erstes die Öl- oder Gasanlage aus, weil es mir darauf ankommt, dass wir fossile Brennstoffe einsparen. Jetzt wird die Wärmepumpe läuft aber alles noch weiter. Die Speicherladepumpe ist noch in Betrieb. Die Umschaltventile in der HHS-Box sind noch aktiv, weil der untere Fühler, dem ist noch nicht, der hat noch seine Temperatur noch nicht erreicht. Und somit bleibt das alles in Betrieb. Die Ölanlage bleibt aus. Und jetzt kommt irgendwann der Punkt, wo dann auch der untere Fühler seinen Einstellwert erreicht hat, zum Beispiel 50 Grad oder 55 Grad. Und wenn die dann erreicht sind, dann schaltet die Speicherladepumpe ab, die Umschaltventile in der HAS-Box schalten ab und die Wärmepumpe geht aus und der ganz normale Heizbetrieb läuft wieder von vorne an, wie ich es eben erklärt habe. So ist die Funktionsweise unseres Systems und wie Sie schon mitbekommen, ganz einfach und simpel. Warum brauchen wir einen Pufferspeicher? Laut Industrie aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass jegliche hydraulische Fehler, die ein Heizungsbauer draußen machen könnte, damit vermieden werden.
Ich kann mir also, wenn ich einen Pufferspeicher einbaue, den ein oder anderen hydraulischen Fehler erlauben. Der zweite Grund ist, und das ist für die Industrie der wichtigere Grund, dass sie sagen, wenn die Wärmepumpe einem Verdampfer vereist, brauchen wir Abtauenergie. Und diese Abtauenergie muss irgendwo herkommen. Und die nehmen wir dann aus dem Pufferspeicher. Und das ist auch alles richtig. Aber jetzt muss man mal wissen, wie viel Wasser, sprich wie viel Menge brauche ich denn für zum Abtauen des Verdampfers? Und wenn man sich damit auseinandersetzt, dann wird man ganz schnell draufstoßen, dass wir nur 7 Liter pro kW Leistung benötigen. Und jetzt kommt unser System. Da wir ein Hybridsystem mit einer bestehenden Anlage bauen, sprich wir reißen Ihren wohlwollenden Kessel, der schon seit 20 Jahren gute Dienste geleistet hat, nicht raus, nehmen wir das Kesselwasser, nehmen wir das Kesselwasser, die Rohrleitung und die Heizkörper als Puffermenge. Und wenn Sie sich die zusammenrechnen und Sie haben eine 6 kW-Anlage bei einem durchschnittlichen Haus von 160, 180 Quadratmeter, kommen Sie auf 42 Liter zum Abtauen. Und wenn Sie die Hausgröße nehmen und die Rohrleitung nehmen und die Heizkörper, wenn dann 2, 3 Heizkörper auf sind und die Wassermenge im Kessel, dann haben Sie locker diese 42 Liter, weil, jetzt kommt das nächste, abtauen müssen Sie nur bei 3 Grad Außentemperatur. Dann fängt es an zu vereisen. Und bei 3 Grad Außentemperatur sind Sie immer am Heizen. Das heißt, es ist immer der ein oder andere Heizkörper auf. Und somit hat das System genügend Wasser aus der Rücklauftemperatur, die Anlage zu enteisen. Und wenn Sie aus einem Pufferwasser, aus einem Puffer das Ganze machen, dann würden Sie sogar die Puffertemperatur noch kaputt machen. Und deswegen brauchen wir keinen Puffer. Den können wir uns sparen. Sie nehmen sich Ihre beiden Hände, klatschen die zusammen, dann verdichten Sie die Luft. Und wenn Sie jetzt reiben, werden die Handoberflächen warm. Das ist das Grundprinzip einer Wärmepumpe. Ja? Das heißt, um es ein bisschen fachlicher zu erklären, durch den Verdampfer wird die Luft durchgezogen, weil wir da einen Ventilator noch vorgeschaltet haben. So, und da in dem Verdampfer sind Kupferschlangen, wo ein Kältemittel durchläuft. Ja, also in den Kupferschlangen ist Kältemittel drin. Und dieses Kältemittel nimmt diese Luftenergie auf und geht dann, ich sage jetzt mal, ohne die anderen Komponenten noch zu nennen, in den Verdichter. Das ist das, was Sie bei der Wärmepumpe immer draußen hören. So, und der Verdichter macht dieses Reiben. Und die Wärme daraus geht dann, die Wärme, die daraus gewonnen wird, geht dann in einen Wärmetauscher und von da aus geht es ins Heizungssystem. Und ein Wärmetauscher ist nichts anderes. Hier habe ich diese Verdichterwärme und die übertrage ich über den Wärmetauscher ins Heizungssystem. Verstanden? Was, was gibt der COP-Wert an dann? So, die Fachwelt redet ja einmal vom COP-Wert und einmal von Jahresarbeitszahl. Ich persönlich rede am liebsten vom COP-Wert, weil es ist ganz schnell erklärt. Der COP-Wert gibt an, wenn ich 1 kW Strom in die Wärmepumpe reinstecke,
Also dieses kW brauche ich für den Lüfter, für den Verdichter und für andere elektrische Komponenten. Sagt der COP, wie viel Energie machst du aus einer Kilowattstunde Strom an Heizenergie? Das ist der COP-Wert. Beispiel, bei 10 Grad Außentemperatur brauchen wir 40, 42 Grad Vorlauftemperatur und je nach Wärmepumpe erreichen Sie dann einen COP von 5 oder 5,5. Das heißt, ich stecke 1 Kilowattstunde Strom rein und hole 5 Kilowattstunden Wärme raus. Einfach gesprochen, Sie haben einen Strompreis von 27 Cent, den teilen Sie jetzt mal durch 5 und dann wissen Sie, was Ihr Öl kosten dürfte pro Liter. Sie dürfen hier nicht die Wärmepumpe als Einzelnes sehen, weil wir ein Hybridsystem haben, welches ganz anders da aufgebaut ist. Und daher erreichen wir immer einen COP-Wert im Jahr von 5, mindestens. Auch hier liegt die Wahrheit wieder ein COP von 5 bis 6. Also bei dem letzten BAFA-Antrag habe ich gesehen, dass eine Wärmepumpe äh, mindestens einen COP-Wert von 2,8, 2,9 haben muss, damit sie gefördert wird. Und daran sehen Sie schon, dass man das runtergeschraubt hat, weil wenn Sie eine Wärmepumpe alleine laufen lassen, kriegen Sie so einen hohen COP-Wert gar nicht hin. Wenn Sie morgen 5.000 bestellen wollen, können Sie die übermorgen haben. Als erstes mal Spaß an der Arbeit und dann ist das Thema schon ganz schnell fertig, weil es ist nichts anderes. Ich kann es mal gar nicht, darf es gar nicht sagen, aber es ist so. Es ist nichts anderes wie einen Heizkörper anschließen. Mehr ist es nicht. Und die Verdrahtung ist so, wie ich vor 10 Jahren einen Kessel anschließe. Das heißt, jeder Heizungsbauer, ja, der Kesselanlagen tauscht und wechselt, der baut unser System ein. Punkt. Also ich würde jetzt mal sagen, die sind alle im Handwerk groß geworden. Die wissen, wie eine Rohrleitung zu verlegen ist. Die kommen auf eine Eintagesschulung oder Zweitagesschulung und dann machen wir das praktisch hier und dann ist das Thema durch. Wir haben uns mal wir haben uns mal die Arbeit gemacht und haben die Arbeitsschritte aufgeschrieben. Und wir sind dann auf 7 Arbeitsschritte gekommen. Ich habe sie jetzt nicht alle 7 einzeln hintereinander im Kopf, aber ich versuche Ihnen das jetzt mal so zu erklären. Der erste Arbeitsschritt ist ein Fundament machen. Jetzt müssen wir wieder aufpassen, weil alles, was wir jetzt hören, Fundament zu anderen Anlagen, ist nicht das Fundament, wie wir das gewohnt sind. Dieses Fundament ist in 2 Stunden fertig. Ja? Also Fundament machen. Durchbrüche machen, Pumpe aufstellen, Rohrleitung legen, Elektroanschluss machen, Box setzen, anschließen, in Betrieb nehmen. Fertig. Ich höre es nicht gerne, dass es Plug and Play ist, aber Sie haben recht, ja. 14 Millionen. Wir nehmen mal die Etagenheizungen weg, ja, weil ja diese Häuser ja auch noch Etagenheizung haben, wie Sie wissen. An der Lösung arbeiten wir gerade dran. Ich denke, die kommt nächstes Jahr im Sommer auf den Markt.
Und dann würde ich behaupten, 50% dieser Anlagen können wir umbauen. Oder dieser Häuser. Jetzt schon. Jetzt schon. Ja? Also ich kann Ihnen jetzt eins schon sagen. Ich beantworte das ein bisschen wie ein Politiker wieder, weil die können Sie so lange nutzen, wie das momentane Gesetz es vorgibt. Und das sagt, dass wir bis zum 01.01.2045 mit Öl oder Gas mit oder ohne Hybrid heizen können. Und das können Sie mit Ihrer Anlage. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre alte Anlage kaputt geht, ist sehr gering, weil es ja eine alte Anlage ist. Und das wissen Sie selber. Die alten Sachen sind von Materialstärke her wesentlich dicker wie die neuen. Also die Haltbarkeit wird ja sehr nach oben gehen, die Dauer.